Willkommen zu einer weiteren Folge von LA Noire. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir machen weiter im Sittendezernat. Und ich glaube, jetzt kommt ein DLC-Fall. Genau, das ist nämlich jetzt, ja, die nackte Stadt. »187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there.« Ja, das ist mal ein schneller Einstieg ins Geschehen. Es ist heute übrigens der 30.10. Und es ist relativ spät, 23:05 Uhr, aber ich hatte heute um 13 Uhr Feierabend und habe jetzt 1,5 Wochen Urlaub. Und das sind ja jetzt meine letzten Tage, die ich noch als unter 30-Jähriger verbringe. Deswegen, ich versuche die Zeit so ein bisschen zu genießen. Und jetzt dachte ich mir, zu später Stunde kläre ich doch nochmal einen Fall auf. I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. So kann man das natürlich auch sehen. Gut, ich gehe hier durch. Ich weiß, das Auto steht an der Seite, aber es ist egal. Gut, fahren wir jetzt eigentlich selber oder ja? Es kann ja sein, dass wir wieder ein Straßenverbrechen... Ich würde gerne ein Straßenverbrechen eigentlich auch machen. Zumindest eins. So, warte mal, die Musik machen wir wieder aus. Kommst du, Roy? Okay, er geht da raus. Okay, alles klar, let's go. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. Ja, das kommt wie gerufen. Suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. Car 11K. We'll handle the outstanding suspect. Roger 11K. See the detective. A possible 484 at Sunset and Ivar. Bookmakers. 11 King code 2. Let's go. Always time for a visit to the bookmakers. Isn't that what you keep telling me, Roy? Haben wir erst im letzten Part gelernt, wie das mit dem Buchmachern so funktioniert hier in der Stadt. Gegen die Quoten. Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the fifth. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Get in there, blend in, wait for our mark. You'll be in a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Oh, das ist ja mal eine ganz andere Mission hier. Ein ganz anderes Straßenverbrechen. Keep an eye on the place. Betrete das Wettbüro. Ja. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? Inkognito Versteck finden. Ja, dann setze ich mich hier. Ja, ist ja schon praktisch hier mit der Zeitung, ne? Wollen wir mal. Was steht denn so in der Zeitung? Gucken wir doch mal rein.
Das ist er doch. Dunkler Anzug. Give me $1,000 on cavalcade in the 5th. Ich würde sagen, hinterher. Ich nehme die Verfolgung auf. Die Frage ist nur, wenn er... Guckt er jetzt nach hinten auch? Ist ja wie in der letzten Folge dann. Das ist natürlich... Ist der Bus gescriptet? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, warte. Hier muss ich ja jetzt nicht ihn verfolgen, ohne dass ich in Deckung gehe. Das ist ja jetzt auch völlig egal. Hauptsache ich verfolge ihn irgendwie. Er soll uns ja zum Versteck führen. Zu seinem Unterschlupf. Zu seinen anderen Leuten. Im besten Fall. Alles in Ordnung. Mach dir keine Gedanken. This ain't New York. Oh. Nur weil er ihn angequatscht hat. Mann. Ich darf das doch hoffentlich nochmal wiederholen, oder? Das ist... Ja. Weil er ihn angelabert hat. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass das passiert. Aber jetzt weiß ich es ja. I'll wait outside. Keep an eye on the place. Ja. Ich hoffe, ich kann das skippen. Ich meine, das sind nur ein paar Sekunden, aber... Ja, tatsächlich. Danke, Rockstar. Das ist schön. Das macht mich froh. Ja, ist ein bisschen Vorgeplänke hier. Wir kümmern uns gleich um die nackte Stadt, aber... Ansonsten, ja, wir müssen mal ein bisschen... Auch hin und wieder mal so ein Straßenverbrechen aufklären. Das ist auch wichtig. Damit dann die freie Fahrtfolge oder beziehungsweise freie... Wie heißt das? Das heißt nicht freie Fahrt, das heißt freier Modus. Damit die freie Modusfolge nicht zu überladen ist dann am Ende. Weil ich habe mal geschaut, so viele Fälle gibt es im Sittendezernat eigentlich gar nicht. Denn ohne die DLCs, das sind nämlich 2, wären das nur 3 Fälle in dieser Abteilung gewesen. Jetzt haben wir 5. This ain't New York. Das ist jetzt die Frage. Kann ich hier... Ich muss ja irgendwie dranbleiben, weil er guckt sich ja die ganze Zeit rum. You playing hide and seek, Mac? Ja, sowas in der Art. Das ist... Got it, boss. A full G. She's coming in at 20 to 1. You and I are about to retire. LAPD, you're both under arrest. Keine Gnade. Ich habe für einen Moment gedacht, das wäre Roy gewesen mit dem Hut, aber es wäre natürlich lustig gewesen, wenn er so gesagt hätte, ja, ich muss erstmal weg jetzt. Und dann ist er der Boss, dieser Buchmacher-Chef. Car 11K calling KGPL. Ambulance required at Sunset and Ivar. Shots fired and suspects are down. We're code 4, but I'll need an ambulance and a coroner. Roger that, 11K. All units be advised, the 484 at Sunset and Ivar is code 4. Suspects are down. So, du fährst jetzt mal zum You know the way. Zielort. You drive. Jetzt kümmern wir uns um den eigentlichen Fall. Der Mordtatort. Um 14:26 Uhr. Second floor. Apartment 6. In the back. Ja, warte mal. Ich muss mich erst in Stimmung bringen. Ah, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Thanks.
2, 3. Was hat er jetzt gesagt? Er sagte jetzt... Ach, erster Stock. Ach, ich habe irgendwas... Ja, mit 6. Ich dachte 6. Stock, aber es war Apartment 6. Okay. Ja, dann völlig verkehrt. Apartment 8. Kann ich einfach mal so... Ach nee, hat keinen goldenen Knauf. Ich dachte, ich kann ja die anderen Bewohner hier so ein bisschen... Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Alle bisherigen Partner an einem Fleck versammelt. Das ist ja auch cool. Und ich meine, den Fall kenne ich gar nicht. Den habe ich damals gar nicht gespielt, weil ich halt die DLC-Fälle nicht gespielt habe. Die gab es auch damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, gar nicht. Die kamen ja dann erst später. Da das ein DLC-Fall ist, gibt es ja auch keine Zeitung zu holen. Das ist immer ganz wichtig schon mal. Können wir uns ja mal ein bisschen die Bilder angucken. Um wen geht es hier eigentlich? Ist sie das Opfer vielleicht? This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Gibt noch mehr. Ein Geheimnis hinten drauf? Nee, aber bei den anderen können wir dann wahrscheinlich auch gucken. Irgendwo wird wahrscheinlich was sein, sonst gibt es doch diesen Mechanismus nicht. Modeling assignment. Wir gucken mal überall hinten drauf. Vielleicht finden wir doch... da ist doch was. Ich arbeite Dienstag 11 bis 16 Uhr. Leiste mir doch Gesellschaft. Frag nach Miss Randall. It's a place to start. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Okay, da ist wieder nichts. Da oben ist sie auch nochmal in groß. Da auch nochmal, also... Könnte das... Vielleicht ist das doch die Mordwaffe, du weißt es nicht. Also sowas, wenn du das über den Kopf geballert kriegst, das kann schon auch mal... Da fängt der Schädel auch mal ordentlich an zu brummen, genauso wie dieses... Nudelholz hier. Das könnte ganz schön scheppern. Haben wir hier irgendwas in der Ecke? Ich will nur nichts übersehen, aber gut. Ist eh nicht möglich, wenn man die Musik anhat. Da ist das Opfer, aber das ist erstmal die... Gucken wir uns die Nebenräume an. Irgendwas... Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Könnte vielleicht noch wichtig sein, vielleicht... Um den Täter zu ermitteln oder sowas. Was sind das hier? Irgendwelche Pillen, die sie geschluckt hat? Looks like barbiturates. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Oh. 28.07.46 Julia Randall, eine Kapselnacht, einer Mahlzeit, einmal täglich. Ein Rezept. Speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Na okay, der Arzt wird also auch später nochmal befragt. Das ist schon mal gut. Okay, da ist nichts.
glaube, wir sind erstmal soweit gut durch. Dann können wir uns doch jetzt mal das Opfer anschauen. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Take a closer look at her head and neck. Maybe she was having trouble with some boys, huh? Maybe she got her heart broken. She couldn't take it anymore. So she ran herself a bath and downed some pills, and then she just drifted off. I don't know. Miss Julie, she always had so much fire, so much drive. I'm sorry, I'm not being very clear. There. It's okay. Okay. Er führt hier einfach ein Gespräch mit ihr. Ich muss sie wahrscheinlich gleich noch befragen. Und er fängt hier einfach schon mal an. Das durfte ich mir nicht entgehen lassen. Vielleicht hilft das ja weiter beim Fall. Ich musste da jetzt gerade einfach hingehen. Und überall diese Pillen. Was hat sie denn hier? Bissspuren? Das sind noch Bissspuren, oder nicht? A very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. Ich wundere mich mehr über diese Bissspuren, oder was das da sind. Da sagt er gar nichts zu, oder? Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Ja, da war auf dem anderen Arm aber auch schon. Ich habe gedacht, okay, immerhin hat er das noch bemerkt. Ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Her neck is bruised pretty badly. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Warum die Bissspuren? Wer hat sie denn gebissen? Wer hat sie gebissen? Wir können uns jetzt mit dir unterhalten, aber... I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Okay, ja, aber müssen wir nicht theoretisch noch raus, um noch was rauszufinden? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der richtige Weg ist, oder müssen wir jetzt erstmal raus? Kann ich jetzt auch... Where are you going? I'm trying, officer. Please come back. Ich bin doch noch gar nicht weg. Ah, wahrscheinlich hätten wir gar nicht rausgehen. Ich dachte nur gerade, weil er gesagt hat, wir sollen raus, aber... Na gut. Dann erzählen Sie uns doch mal was über den Geisteszustand des Opfers. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Sieht mir nicht so aus, als... Aber... Hat sie irgendwas, was man hier... Modeljob.
Sie war vom Beruf Model. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Ich meine, ich habe hier 5 von diesen. Ich kann die auch nutzen. Ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, es ist Viereck, aber ich probiere es einfach, bevor ich hier wieder irgendwie falsch liege. Gerade bei der ersten Frage finde ich es immer schwierig. 66,8% nur. Es ist tatsächlich eine Lüge, da wäre ich nie drauf gekommen. Dann liegt es wahrscheinlich an diesen Tabletten oder was? Es ging ja jetzt um den Geisteszustand. Nicht mehr jetzt übrig. Du nimmst ja nicht einfach so eine Tabletten, weil du Spaß dran hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Oder die Schlaftabletten. Es können auch die Schlaftabletten sein. Wegen Schlafstörungen. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht erklärt sich das ja, wenn ich Dreieck drücke. What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Model. Ich versuch's mal mit diesem Rezept, auch wenn das vielleicht verkehrt ist. Es ist entweder das. Ich probier's mal. If you were any kind of a detective, you would be trying to blame all this on Miss Julia. Vielleicht waren es die Schlaftabletten, ich habe keine Ahnung. Da hilft natürlich dann so ein Dings auch nicht, ne? So eine Intuition. Naja, dann geht's mal weiter mit dem Privatleben. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Naja, wir haben diese Jacke gefunden, ne? Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. But that's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. Kriegen wir vielleicht noch raus, und was haben Sie denn so für eine Beziehung zum Opfer gehabt? So als Hausmädchen. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Na, natürlich nicht, aber gab es irgendwelche... Wir können jetzt nicht beweisen, dass es... Ich gucke erstmal, was er bei Dreieck sagt. You're hiding something, Mrs. Reynoldson. There's something about Julia's past that you don't want to tell me. And how do you come to that conclusion, young man? What makes you think I know anything about her past? Das ist kein Selbstmord. Sie wird umgebracht worden sein. Ja, da kann ich die Pillen jetzt auch nicht nehmen. Das sagt ja jetzt auch nichts über die Vergangenheit aus. Also das belegt ja nicht, dass sie was über die Vergangenheit weiß. Vielleicht der Saphirring. Ich würde sagen, Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Ich mach mal Viereck. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Ärgerlich. Ärgerlich, dass ich die erste falsch habe. Waren es die Schlaftabletten letztendlich? Oder was doch was ganz anderes? Na, es waren noch nur 66% haben das richtig beantwortet, aber immer noch mehr als die Hälfte. Das heißt, ich gehöre zu der anderen Hälfte, die halt dumm sind und die falsche Sache ausgewählt haben. Naja gut, dann muss ich das halt nochmal wiederholen. Vielleicht reicht es ja trotzdem zum 5-Sterne-Fall, aber mal gucken.
Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. So, jetzt müssen wir hier draußen irgendwelche Spritzen finden. Irgendwo hier auf dem Hinterhof oder so, in der Mülltonne vielleicht. Da müsste ja eigentlich die Fallmusik wieder losgehen, oder? Steig, es wäre natürlich, das wäre lame, wenn das hier direkt drin wäre. Nein. Er hat das, gut, der Gerichtsmediziner hat das gesagt, aber vielleicht müssen wir das ja gar nicht machen. Ich meine, wir haben auch andere Orte, die wir ansteuern können, aber ich dachte jetzt, dass wir hier vielleicht ein bisschen gucken müssen. Aber wir haben die Musik ja schon gehört, also ist das alles soweit safe. Gut. Dann würde ich sagen, let's go zum anderen Ort. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Can you drive to this one? All right, where to? Wir sind aber mit ihrem Apartment noch nicht fertig. Aber wir haben ja auch schon mittlerweile gelernt, dass das auch später nochmal passieren kann, dass man hierher zurückkehrt. Hier ist die Musik aus, ne? Aber wir hatten ja eben schon die Musik, dass wir alles gefunden haben. Das heißt, vielleicht ist es vorerst jetzt erledigt. Wenn ich jetzt hier nochmal so reingehe. Oder liegt das daran, dass ich die Frage falsch beantwortet habe und ich einen Hinweis jetzt nicht bekommen habe? Und das deswegen gar nicht abgehakt werden kann, weil es niemals komplett vollständig sein wird in dieser Konstellation. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal doch nochmal nach oben. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas, ansonsten fahre ich einfach weiter. Ein 5-Sterne-Fall wird das hier sowieso nicht werden, wahrscheinlich. Also ich hatte das ja einmal, dass ich eine Frage falsch beantwortet hatte und trotzdem einen 5-Sterne-Fall bekommen habe. Das war ein Fall, wo sehr viele Fragen waren. Und da hat diese eine Frage wahrscheinlich dann ja keinen Unterschied mehr gemacht. Aber wenn du jetzt hier nur so... Ich glaube, im letzten Fall waren es nur drei Fragen oder so. Wenn du da natürlich eine falsch hast, dann kannst du eigentlich gleich knicken. Dann ist ja klar, dass man da keine Chance mehr hat. Das nur hier ist noch die Musik. Oder habe ich die eben oben nicht wahrgenommen? Aha, Tochter drin. Deswegen. Hat er ja auch gesagt, aber ich habe gedacht, ganz draußen und nicht nur hier. Ja, wie willst du sie haben? So will er sie haben. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. I think our work is done here. Finde und untersuche alle Betäubungsmittel in Julia Randalls Appartement. Das ist schon mal die erste Trophäe. Ja, stimmt. Es gibt ja wieder 5 Trophäen hier, weil es ein DLC-Fall ist. Also gehe ich einfach mal von aus jetzt. Doesn't tell me anything. Naja, kann ja auch nicht sprechen. So, jetzt ist wirklich alles fertig. Deswegen war die Musik, die war wirklich noch da und es war verwirrend, weil oben kam ja auch schon diese Melodie. Aber hier unten war dann nochmal ein extra Abschnitt, der dann auch nochmal neu bewertet wurde vom Spiel. Und deswegen gab es hier auch nochmal die neue Fallmusik. Super, jetzt müsste es auch durchgestrichen sein, oder? You're behind the wheel. Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bekleidungsgeschäft. Und dann gehen wir danach zu Dr. Stoneman. Da bin ich jetzt auch einfach faul, da kann er jetzt auch mal ein bisschen was machen. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility.
Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing off his lunch. Wie du meinst. Bekleidungsgeschäft de Assine um 14:50 Uhr. Aber hey, das muss man natürlich auch mal erwähnen, dass Stefan das scheinbar ins Morddezernat geschafft hat, also aus dem Verkehrsdezernat raus. Und die haben ja mal gesagt, dass das Morddezernat irgendwie die prestigeträchtigste Abteilung ist und wir sind ja hier eigentlich nur im Sittendezernat, weil Roy uns hier haben wollte, glaube ich. So war das doch irgendwie. Gucken wir mal, wer diesen Mantel, diesen Anzug gekauft hat. What can I help you with today? People went to jail. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Hören wir uns mal die Arbeitsgeschichte an. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Sie hat in New York gearbeitet. Ist an sich... Kommt mir jetzt nicht falsch vor, was sie sagt. Sie ist auch nicht so... Aber ich will mich hier jetzt wirklich nicht hier... Ich glaube, es ist die Wahrheit, aber... Ja, sie hat doch... zeigt kaum Regung und... Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Geht's weiter. Es kam mir sowieso wenig vor. Eine Frage nur zu beantworten. Mal gucken, was sie für eine Beziehung hat zu ihr. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Kommt mir jetzt aber auch nicht falsch vor, was sie sagt. Guck mal, eben habe ich auch gedacht, das muss die Wahrheit sein. Ich wollte nicht wieder wie der Dumme dastehen, der ist dann... You can't stand around here all day looking vacant. It's embarrassing. Ich meine, ich habe ja nichts, was... Ne, es ging ja jetzt um... Woher kennen sie? Das kannst du ja nicht belegen, dass sie die... Außer du hast irgendwie ein Schreiben, wo es irgendwie... Ne? Wo man irgendwie... lesen könnte, dass die sich von früher kennen müssen, aber wir haben ja keine Ahnung. Goldring mit 2 karätigen schwarzem Saphir. Goldring mit 4 weißen Perlen besetzt. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Also ich mache es jetzt einfach mal, vielleicht stehe ich dann wieder Idiot da, aber für mich sieht sie so aus, nicht so aus, als wenn sie lügen würde. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business.
He and Julia have been friends for years. Was weiß sie denn über Mr. Henderson? Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Sieht mir auch schon wieder. Well, you can't stand around here all day looking vacant. It's embarrassing. Das ist genauso embarrassing, wenn man sich die ganze Zeit immer wiederholt. Ich habe nichts, was ich irgendwie... Also ich könnte es anzweifeln, aber... Keine Ahnung, sie macht jetzt nicht so die Regung, dass sie das... Sie kennt ihn wahrscheinlich wirklich nicht. Vielleicht hat er immer im Schatten heraus agiert und hat es gar nicht mitge... Ich glaube ihr das einfach mal. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Ja, das kann man den Leuten nicht immer ansehen, dass sie Probleme haben. Das ist halt wirklich so, ne? Die Leute können nach außen hin so eine positive Ausstrahlung haben, aber innen drin sieht es vielleicht ganz anders aus. You drive. I need to go over the case notes. So, dann fahren wir mal. Dann fahren wir mal zu dem Arzt, der ihr diese Medikamente verschrieben hat. Vielleicht weiß der ja noch ein bisschen mehr. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Dr. Stolmans Praxis. Um 14:57 Uhr. Wollen wir doch mal gucken, was das für ein Arzt ist. Ich meine, es ist eine... Also wie Phelps das gerade gesagt hat, ich kenne mich jetzt nicht so mega aus mit Medikamenten, aber diese Schlaftabletten mit diesen anderen... Phelps hat ja sowas angedeutet, dass sie das hätte umbringen können, wenn sie das beides genommen hätte. Schauen wir mal. Guten Tag. Wo ist denn seine Praxis? Sollen wir hier überhaupt rein? Ist es hier überhaupt richtig? Das kommt mir so falsch vor. Kann das sein? Kann das sein, dass das seine Praxis ist? Nö. So. Ich meine, er hat ja da hochgeguckt, also... Wird wohl richtig sein. Mich wundert es nur, dass man hier nicht direkt sieht, wo der Arzt ist. Ah, hier. Here, Stoneman, Office 505. 5. Stock. Diesmal habe ich mal drauf geachtet. 5. Stock. Gibt's hier einen Fahrstuhl oder sowas? Ja, wirklich. Ein Hoch auf die Technologie. Kommst du mit rein oder kannst auch gerne die Treppen laufen? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. .505 503 2 1 Irgendwo muss doch hier die... Da ist er doch. Yes, sir. Your name?
LAPD, we'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Da ist er doch, wenn er das ist. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Aber wenigstens bist du noch am Leben, deswegen. Naja gut, geh mal rein zu ihm. Dr. Stoneman. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Stimmt, das ist natürlich auch noch ein Faktor jetzt. Vielleicht wollte er sie ja loswerden, weil sie ihn genervt hat. Weil sie Dinge von ihm wollte, die er nicht erfüllen konnte. Tell me, do you often lose focus like this? Was sollen diese Fragen jetzt hier? Ich bin der Fragen stellt. Tell me, do you often lose focus like this? Ich bin der Fragen stellt. Detective? Tell me, do you often lose focus like this? Junge, was ist das für eine... Hallo? How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Warte mal, wir sind im Jahr 1947, ne? Richtig? Ja gut, das könnte hinkommen, je nachdem, wo wir jetzt gerade sind im Monat. Könnte das 6 Monate, 46, das Rezept? Aber er sieht jetzt nicht so aus, als würde er 100% die Wahrheit sagen. Aber bei solchen Ärzten bin ich ja sowieso immer ein bisschen skeptischer bei so Leuten, die so eine hohe Position haben. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Jetzt wird das wichtig hier, das Rezept. Juli 1946 und wir haben bestimmt nicht Januar oder sowas oder Februar oder sowas. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Juli 47, also ein Jahr. Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine? It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Das ist aber noch nicht alles. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Ah, nicht ganz. Also wieder, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich beantworten soll. Also, gut, die Schlaftabletten kann ich nicht erwähnen, er hat es ja schon selber erwähnt. Na, gute Frage, keine Ahnung, ich muss eine Intuition nutzen. Ich würde böser Kopf machen, aber who knows. Ja, okay. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Okay, er ist also doch nicht schuldig oder irgendwie mit drin. Also gut, er hat ihr die Medikamente verschrieben, aber er hat ja gesagt, das ist nicht illegal und... Na, wenn sie die eben haben will, dann kriegt sie die halt, ne? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al?
autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Okay. Das wär's dann, Dr. Stoneman. Stoneman, nicht Mann. Wenn Sie mich entschuldigen würden und ich würde an Ihrer Stelle mal die Fenster ein bisschen sauber machen. Das sieht ja furchtbar aus hier oben. Aber das ist nur meine Meinung. Jetzt kommt bestimmt noch ein dummer Spruch von der Sekretärin. Your partner is a creep, and you probably are too. I have nothing more to say to you. Na gut, den habe ich jetzt ein bisschen rausgequetscht, den Spruch, aber ja, so in etwa hat das zugetroffen. Ist das eingetroffen. Södele. Können wir mit dem Fahrstuhl runter? Ich habe nämlich keinen Bock, hier die Treppen zu laufen. Perfekt. So, mach bitte zu. Drück drauf. Ja, nein, nein. Okay. Gut. Ach ja. Also. The old boy's lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Vielleicht hat sie ihn ja bedrängt und immer wieder nach Medikamenten gefragt und er wollte das gar nicht und keine Ahnung, das kann ja alles sein, aber das kriegen wir sicherlich noch irgendwie raus. Jetzt habe ich noch 2 Intuitionspunkte. Ich weiß, ich nehme die manchmal ein bisschen, also das hätte ich natürlich auch selber, ich habe ja auch selber gesagt, was ich antworten würde und das war ja auch richtig, aber ich bin hier einfach sehr, sehr vorsichtig mittlerweile und also es ist immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite will ich das ohne die Punkte machen. Auf der anderen Seite ärgere ich mich aber immer extrem, wenn ich dann etwas falsch beantworte und ich noch Intuitionspunkte übrig gehabt hätte. Ist auch wieder so unnötig, dann hätte man das ja nehmen können, aber ja, wie man es macht, man macht es eh verkehrt. You can drive. Fine, where are we headed? Da, wo wir hin sollen. Das hast du doch gerade auch. Na gut, er hat nicht telefoniert mit Mel, aber okay. Let's go! Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Hollywood Zentralklinik. Um 15:10 Uhr. Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 syrettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Erstmal gucken wir uns den doch mal an. Den hat's heftig erwischt. Wurde der vielleicht dann wiederum getötet, weil er Julia getötet hat? Vielleicht der von dem... Von dem Mann da? Wie hieß der jetzt noch? Der hier... Dings hier, ihr wisst schon. Mr. Henderson.
Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mel. And thanks for the lead. Sure, Mel. Thanks for the lead. Das war ja der Ehemann von der einen da aus dem Modeladen da, ne? Das ist ja der... Vielleicht steckt der ja echt mit drin. Das ist ja natürlich ein Knaller. Kann ich nicht... Wir sind hier noch nicht fertig. Also gibt es hier noch irgendwas? Habe ich hier... Ich habe ja schon mal in einem Fall was übersehen hier. Also hier jetzt nicht, aber ich wollte nur mal gucken, weil die Tür aufging. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Weil vielleicht kommen wir ja später nochmal wieder zurück, aber... Gut, dann ist ja wahrscheinlich alles soweit clean. Oder gibt es hier noch Stuff Only? Nö. Gut. Dann müssen wir ja eigentlich nur einmal hier rüber, oder nicht? Oder müssen wir da hinfahren? Ist doch eigentlich auch hier, oder nicht? Hollywood Zentralklinik, da brauchen wir nicht hinfahren. Das ist hier drüben. Also es ist doch das hier. In Verhörraum, ja, ich werde es ja finden. Interview Room 1. Ne, 2, das muss er dann sein. Hier? Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Na, ihr wart ja auch befreundet, oder nicht? Oder wie sieht's aus? How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Ist auch wieder einer, den ich nicht einschätzen kann, ne? Mr. Henderson. Ah, den kennt er aber wahrscheinlich auch nicht, wenn seine Frau ihn schon nicht kennt. Dann kennt er ihn wahrscheinlich auch nicht. Gut, es muss nicht unbedingt sein, aber... Er macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie mich anlügen würde oder so. Das macht für mich jetzt keinen Sinn. Die Frau war ja auch ehrlich zu uns, also... And you were close? We were friends. Damn! Und das ist wieder die Sache, er hat kaum Regung gezeigt, jetzt auf einmal guckt er wieder so, jetzt hätte er ebenso geguckt, dann, es ist so wieder so, wie man es macht's verkehrt. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Doch, das warst du. Aber wie kann ich das beweisen? Vielleicht wegen der Jacke? Ey, ganz ehrlich, ich mache jetzt eine Intuition. Ich will nicht nochmal verkacken. Och, Leute. Wie soll man da dann das Richtige auswählen? Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, Detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. Okay, du weißt, wo er herkommt, du weißt aber seinen Namen nicht. Es ist die Jacke, ich habe keine Ahnung. Oder die Aussage des Hausmädchens. Das bringt ja auch nichts, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach die Jacke, weil es ein Modegeschäft ist. Aus dem Geschäft haben wir sie. I'm here of my own free will, Detective. I'm doing my best to be helpful. The last thing I'd want to do is lie.
Ah, okay. Dann habe ich jetzt... Hä, wo kommt das denn jetzt her? Ah, habe ich jetzt voll verkackt. Keine Ahnung, da muss ich mir den Guide nochmal zu angucken. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? I think you're lying. I think Randall was a high-priced hooker, and this Henderson character didn't want it to come out that he had been seeing her. I think he had LeBlanc and an accomplice bump her off. I think you know who Henderson is, and you're trying to conceal his identity. I think you've been out in the sun too long without your hat. Prove that I know who Henderson is. Kann ich doch gar nicht, oder was? Ja, nur wegen dieser... Wegen dem Hausmädchen, das... Keine Ahnung, also... Ich hab eh verkackt, also da. Ich mache einfach jetzt Viereck. Ist wahrscheinlich falsch, aber... So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julia Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Scheint also zu stimmen. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. He's in that car at the lights. Traurig, dass ich da 2 Sachen falsch hatte, wenn er so ein Amateur ist. Aber ich bin halt auch ein Amateur, also... He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Also bei Phelps kann man auf jeden Fall... Damn it, everyone's looking at us, Cole. Junge, was ist denn hier nicht richtig? Du fährt man aber normalerweise auch nicht rüber. Was zur Hölle? I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Alter, der fährt auch wie ein Geisteskranker. Alleine dafür können wir ihn schon hinter Gitter bringen. Na, ist er schon da oder was? Er fährt so langsam. Traurig, 2 falsche Antworten da, aber das werde ich gleich nochmal korrigieren, auf jeden Fall. Oh, back off, before we get made. Ja, es ist nicht einfach ohne Schreckometer. Hallo, Leute! Die fahren ja wie die Geisteskranken. Gut, wir haben nicht das offensichtliche Polizeiauto. Da muss man natürlich Roy auch mal, ne? Ist natürlich seine Schuld, dass er kein normales Polizeiauto hat. Er wollte ja diesen Schlitten haben. Weiß man natürlich nicht, aber trotzdem. Vielleicht hätte ich gerade wirklich Viereck drücken müssen bei den 44%. Ich habe nur leider nicht gelesen, wie viele Leute danach die richtige Antwort gewählt haben. Wenn das relativ niedrig gewesen wäre, hätte ich vielleicht... Hätte ich vielleicht wirklich also böser Cop auswählen sollen. Hallo! Das ist, ich hoffe nicht, dass mir das als Sachschaden angerechnet wird, weil... idea of what keeping a low profile means, Phelps.
Ich meine, man kann sich natürlich auch mal die Frage stellen, warum muss ich fahren, wenn das deine Karre ist? That idiot never stepped foot in Okinawa. Naja, aber man kann es ja bei Phelps mal versuchen. Ja, wenn er sich besser verkauft hätte, wenn er das besser erzählt hätte, dann hätte er es echt zünden können bei Phelps. Sobald du da bei den Marines warst, lässt er dir fast alles durchgehen. Ja, mach das Licht nochmal an. Das ist ja ganz gut. Damit er da auch ja zu uns zurückschaut. Ist ja nicht so, dass wir nicht gerade schon ihn verhört haben oder er uns sicherlich wiedererkennen würde, aber okay. Das ist wieder diese Logik. Hier auch schön im Cabriolet. Das ist natürlich perfekt. Das fällt überhaupt nicht auf. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ich muss näher ran, aber er wird sich sicherlich gleich auch nochmal umdrehen. Oh, jetzt bloß nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Okay, jetzt kannst du dich von mir aus umdrehen. Hallo. Ja, natürliche Reaktion. Man dreht sich einfach komplett einmal um. Ich gehe lieber nochmal hier nochmal. Nein, nein. Too much slack. Gotta get closer. Warum closer? Ey, ich bin da... Ja, aber er sagt, ich soll näher ran. Ich gehe näher ran. Dann ist das auch wieder nicht in Ordnung. Ja, ich hätte ruhiger da rangehen können. Ja, aber was macht ihr mir denn so einen Druck, wenn ich ihn sowieso noch sehe? Das ist doch jetzt lächerlich. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ja, okay. Ich bleibe an ihm dran. Gut, man könnte auch Inkognito benutzen, aber... Ich weiß ja nicht. Ja, aber wenn du ihn doch sowieso noch siehst, dann ist das doch nicht zu weit... Also, das ist doch... Das ist doch Unsinn. Hallo? Hä? Okay. Jetzt werde ich langsam ungeduldig, aber es ist auch frustrierend, wenn man schon weiß, dass man die 5 Sterne nicht bekommen kann. Dann denkt man sich so, oh, ich muss den Fall jetzt zu Ende bringen, weil ich ja gleich sowieso nochmal hier rein muss. Gut, ich muss ein bisschen... Aber er macht mir auch immer Druck so mit, oh, du musst hier ran. Das ist, ich sehe ihn doch noch. Selbst wenn er jetzt da ganz hinten wäre. Jetzt steht er gleich entkommen oder was, wenn das hier weiter so blinkt. Ich meine, gut, vielleicht dreht er sich auch wirklich nur um, wenn man zu nah dran ist. Das kann natürlich sein. Move in. Can't risk losing the trail. Ja, ich muss mal kurz hier. Warte mal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Too much slack. Ja, warte. Ich muss auch hier ein bisschen... Ja, tolles Inkognito. Das ist ja das beste Inkognito, was ich jemals gesehen habe. Ach du Kacke, Mann. Er dreht sich wieder um. Aber das hat er jetzt einmal gemacht. Das wird er jetzt nicht nochmal machen. Okay, er dreht sich nochmal um. Holy moly. Er dreht sich die ganze Zeit um. Ich überquere die Straße. Alter, das ist mit diesem Kerl nicht richtig. Alter, was ist denn mit dem Kerl nicht richtig? Nein, das möchte ich nicht überspringen. Was ist mit dem Kerl? Jetzt muss ich wieder alles von vorne machen, ne? Boah, ey. Oh, diese Schleichpassagen. Es ist so bescheuert. Ich hasse das. Ich meine, das ist wichtig in der Detektivarbeit. Hallo?
Man wird halt dann auch irgendwann ungeduldig. Man will wieder zum Punkt, wo man vorher war. Ja, was soll ich sagen? Alter, das ist... Das kriegt mich gerade schon ein bisschen auf, muss ich sagen. Hallo. Willst du dich nochmal umdrehen? Too much lag. Bla 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 bla. Bam, bam, bam. Er zieht den Hut ein bisschen runter und dann ist das hier, auf einmal ist das in Ordnung. Too much slack. Gotta get closer. Jetzt ist die Frage, wird er mich jetzt sehen, wenn ich jetzt so mache? Ich muss irgendwie... Er guckt dahin. Und jetzt muss ich ganz schnell... Er sieht mich. Ja, meine Fresse. Oh, jetzt regt mich das auf gerade. Was ist denn das? Nein, ich möchte es nicht überspringen. Das gibt mir auch kein gutes Gefühl, wenn ich es dann eigentlich nicht geschafft habe. Oh. Ey, das ist wirklich schrecklich. Mann. Wie soll ich denn laufen, dass er es nicht... Hier gibt es bestimmt die Trophäe, folg ihm, ohne Inkognito zu benutzen und ohne irgendwo in Deckung zu gehen. 100%ig. Lauf dahinter, bevor er mich gleich wieder sieht. Ich hasse diese Passage jetzt schon. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so unfassbar doll gerade. Weg da. Ja. Ja. Komm. Leck mich am Arsch, Mann. Wirklich. Boah. Too much slack. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einmal nach. Bevor es jetzt wirklich eine Trophäe ist und ich das dann nochmal machen muss, weil da habe ich keinen Bock mehr zu. Wirklich, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich gucke jetzt tatsächlich einmal nach. Ist mir scheißegal, ob das jetzt spoilert. Es interessiert mich nicht. Ich will jetzt einfach wissen, was los ist. Die nackte Stadt. Ich habe mich erst 10%. 4 Trophäen muss ich noch holen. Einmal ist es natürlich, die nackte Stadt zu schaffen. Ist mir jetzt scheißegal. Falscher 50er. Ohne entdeckt zu werden. Ja. Das ist ja klar, aber sonst ist die Mission ja... Eskortiere sie zu Arnett's Appartement, okay. Schieß alle Buchstaben vom Turm des Broadway Hotels. Was? Ja gut, ich darf nicht entdeckt werden, das ist... Ich meine, das ist klar. Ja komm, mach mal hier. Hallo, ich... Ja, ich wurde wiederentdeckt. Und wiederentdeckt und wiederentdeckt. Ich habe da gerade nicht die Geduld zu. Es ist wahrscheinlich auch einfach zu spät. Aber ich will es einfach fertig machen. Ich wollte schön über Nacht die Folge rendern, dass ich dann morgen die nächste Folge hochladen kann. Jetzt hat er mich jetzt schon. Junge, willst du mich verarschen jetzt? Ich werde wahnsinnig hier. Mann! Nein, ich will es immer noch nicht überspringen. Meine Fresse. Ich möchte es nicht überspringen, Rockstar. Was wollt ihr von mir? Es gibt keine größere Demütigung in Rockstar Games, als diese Nachricht zu bekommen. Willst du vielleicht überspringen, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, dass du die Mission nicht gepackt hast. Geil. GG. Das ist die dümmste Erfindung jemals in irgendeinem Rockstar-Game. Der Überspring-Button. Das ist so dämlich. Niemand wird sich danach besser fühlen. Ich muss mich wieder umdrehen. Ja. Dreh dich um wie ein NPC. Ach, du bist ja auch einer. Du machst schnell, muss mir ran. Immer wieder.
Move in. Can't risk losing the trail. Ja. Anda, und jetzt schön hier einmal hier am Hut ziehen und dann bist du auf einmal inkognito. Gotta get closer. Ja. Wie soll ich denn da jetzt hinterher? Warte, schnell ins Dings hier. Schaufeln. Ja, ich wollte zum zum Schaufenster, dass ich inkognito machen kann, bitte. Was ist mit diesem Kerl nicht richtig? Meine Fresse. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Verfolgungsjagd. Ich drück gleich überspringen, ist mir egal. Ich kann nicht mehr. Wirklich, das ist so nervig, Mann. Heilige Scheiße. Too much slack. Ich hasse Stealth in Videospielen und das ist der Grund. Genau deswegen, weil ich keinen Bock drauf habe, die ganze Zeit immer wieder denselben Weg abzulaufen. Ich weiß nicht, wie ich ihn da... Hätte ich vielleicht auf der anderen Straßenseite laufen sollen. Und es nervt auch, dass er jedes Mal irgendwie was labert. So, zieh an deinem Hut, zack, pup, und schon bin ich unsichtbar. Too much slack. Gotta get closer. Gotta get closer. Oh yeah. Ich weiß. Ich muss hier gerade mal ein bisschen... Guck da nach hinten. Warte mal. Wenn er mich jetzt darüber sieht, ne? Das ist mal eine andere Herangehensweise. Oh, ich bin tatsächlich mal weitergekommen. Manchmal muss man einfach mal so ein bisschen seine Dings ändern. Ist die Frage, ich traue mich jetzt gar nicht ran. Der dreht sich so oft um, der Kerl. Move in. Can't risk losing the trail. Ja, aber wenn ich da jetzt hingegangen wäre, hätte er mich gefunden. Er hat keine Zeitung, ne? Das muss man auch mal gezeigt haben. Oh, ist er reingegangen. Holy shit. Jetzt ist er gleich weg. Oder ist er schon da? Er ist jetzt schon da, ne? Kriege ich trotzdem die Trophäe? Oder ist er noch nicht da? Okay, doch noch nicht. Hat der auf mich gewartet, der Kerl? Das war's schon? Meine Fresse. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. My God. It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Liebste Beverly, in ewiger Liebe und Zuneigung. Okay. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich den Dialog geskippt, oder was? Es wird immer schlimmer hier, was ich hier mache. Was ist denn da jetzt los? Können wir es bitte nochmal wiederholen? Nein. Okay. Vielleicht wäre es ja dieselbe Info wie beim Telefonat. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective?
Are there any messages for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat, Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks. Wir sollen also wieder zurück. You know the way. You can drive. Oder wir gehen jetzt dahin. Wir gehen erstmal zum Revier, würde ich sagen. Ich kann das ja nochmal nachreichen hier, was im Auto gesagt worden wäre. Ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Ja, den hätte ich viel härter dran nehmen müssen im Verhör, also. 18:22 Uhr mittlerweile schon. Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Gold Coin Collection, Silver Pill. Wood Case. Wireless Radio. Fabergé Gold Cigarette Case. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Doch noch mehr? Julia Randalls' ring. It's here. Miss Beverly. Gibt's noch irgendwas? Klopf einfach mal alles ab. Da ist noch. Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Falls hier doch noch irgendwas ist. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Jetzt habe ich alles. 4 Sachen, wow. So, und wir sollen jetzt hier irgendwo... Wo seid ihr denn? Wo sind die denn jetzt alle? Sind die im Keller oder wo sind die? Seid ihr hier oder wo seid ihr? Oder hat sich das jetzt schon wieder erledigt? Oder was ist jetzt hier los? Also, wir sollten doch hier wieder zurückkehren und jetzt sind wir hier und jetzt... Ach, das ist es schon. Ach, die haben das abgegeben und wir haben dann das... Okay, dann ist deswegen... Okay, alles klar. Ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal zur... Genau dahin. Es fühlt sich schon wieder alles so... Weiß ich nicht an. So, ich bin so unzufrieden immer in den Fällen, wenn ich so viel falsch beantworte und sowas. Und jetzt hat die Verfolgungsjagd da schon nicht so richtig... Also, dass die Bestattung da... Bestattung vielleicht auch, wenn ich den Kerl gleich erschieße. Weil am liebsten hätte ich das getan. Weil er mir so auf den Sack geht. Ja, es hätte alles besser laufen können, aber naja. Ich soll den Wagen nicht beschädigen. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Okay. Jetzt geht er da rein. Oh. Oh, schneller! Wieso ist der schneller als ich? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reicht's mir endgültig mit dir. Oh boy. Da sind sie alle jetzt. Die ganzen Arschgeigen.
Ich hab eine Krawatte. Komm mir nicht in die Quere. Und jetzt rennen sie wieder weiter weg, oder was? Oh, Leute. Das ist jetzt GTA hier. Das ist jetzt wirklich GTA. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Es musste einfach raus. Willie? You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? So, wohlhabendes Einbruchsopfer. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Wir haben, glaube ich, noch mehr gefunden. Liste mit Hehlerware. Na, es waren nicht 25.000, es waren nur 10.000. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eavestrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Das muss doch das sein, oder? Also, sie sagt ja jetzt hier... Zigaretten-Etui von Fabergé im Wert von 25.000, das sind aber nur 10.000. Also ist das ja nicht ganz richtig. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. What can you tell us about the burglary? That terrible night.
at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Ich würde doch lieber darüber reden. Können wir irgendwie an diesen... Ich will wissen, wer dieser Willy ist. Ich habe keine Ahnung, was ich nehme jetzt die letzte Intuition. Ich kann sie nicht einschätzen. Es vielleicht verbirgt, weiß sie noch mehr. Es könnte aber auch die Wahrheit einfach sein. Ja, ist aber Wahrheit. Was heißt hier Wahrheit? Sie hat einfach gesagt, lass dich drüber reden. Was ist da Wahrheit oder nicht? Sie hat nur gesagt. Aber reden wir nicht davon. Das ist ja nicht Wahrheit oder keine Wahrheit. Das ist einfach nur, ja, ich will nicht drüber reden, so. Was ist das jetzt für eine... Naja. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation! Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ah, jetzt kommt dieses Trophäe. Alles klar, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf das Auto nicht beschädigen. Okay. Am besten bringen wir das jetzt gleich mal hinter uns. Dann muss ich das nämlich nicht nochmal machen. Wo muss ich hin? Kannst du mir bitte sagen, wo ich hin muss? Oder muss ich das markieren? Ah, muss ich markieren. Okay. So wie immer halt. Okay. Ich muss aufpassen. Ich darf das Auto nicht beschädigen. Ich fahre lieber ein bisschen vorsichtiger. Wie weit haben wir es denn überhaupt? Oh, das ist ein ganz schönes Stück. Da kann eine Menge passieren. Oi. Vorsicht. Missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiancé you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. Put a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Hm. Ah, vielleicht hat er... Vielleicht war sie ja nur seine Marionette in gewisser Hinsicht und hat das selber gar nicht gemerkt. Weil letztendlich, als wir sie befragt haben, wusste sie ja von nichts. Aber, ja, das werden wir gleich rausfinden. Ich muss nur gerade mal gucken, dass ich den Wagen hier nicht beschädige. Es war nicht gut, dass ich mir vorher mal die Trophäe angeguckt habe, aber normalerweise mache ich das nicht, weil ich eigentlich den Fall erstmal so spielen will, aber... Aber was heißt hier, ohne entdeckt zu werden? Ich hab die Trophäe, glaube ich, nicht bekommen, oder? Dann muss ich mir doch nochmal angucken, wie das jetzt genau... Wie man die genau holt. Darf man die denn... Muss man die First Try holen? Ist das dann die Sache? Aber gut, ich weiß ja jetzt, wie man ihn da verfolgen muss. Zumindest hat das bei mir jetzt geklappt, indem dieses eine Mal halt. Dass man so ein bisschen auf der rechten Seite erst läuft und dann sich da an die Wand lehnt und dann... Das war, fand ich, war der schwierigste Part dieser Verfolgungsjagd, also dieser Beschattung. Die Kreuzung da, das ist... Weil er sich gefühlt in alle Richtungen umdreht und das ist, habe ich echt eine Krise gekriegt hier. Ich meine, wir haben jetzt 0:30 Uhr. Das ist... Ja, das ging mir jetzt einfach auf den Geist. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ich wäre ja niemals so vorsichtig gefahren. Ich meine, normalerweise, ich fahre immer schon recht vorsichtig, weil ich halt weiß, dass das auch einen 5-Sterne-Fall kosten kann. Aber naja, ich habe ja jetzt eh schon verkackt. Und deswegen hätte ich mich wahrscheinlich jetzt nicht so zurückgehalten hier. Und hätte jetzt nicht jeden Crash gescheut oder so. Das ist schon gut, dass ich jetzt weiß, dass es hierfür eine Trophäe gibt. Vorsicht. Komm du auch noch? Jetzt bin ich dran. Vorsicht, Vorsicht. Aber definiere auch keinen Schaden. Also nur Schaden, der von mir ausgeht oder auch von den anderen Fahrteilnehmern hier. Das ist jetzt die Frage, wenn mir jetzt einer reinfährt, ohne dass ich was dafür kann, wird mir das dann angerechnet oder ist das dann wahrscheinlich, für die Trophäe ist das wahrscheinlich relevant. Für Sachschaden weiß ich nicht. Ob das denn nicht dem NPC angerechnet wird. So, hier kann ich jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Hier ist ja alles soweit in Ordnung. Wobei, hier ist wieder eine Kreuzung. Das muss man wieder ein bisschen aufpassen. Die nehmen ja auch keine Rücksicht hier, die anderen Verkehrsteilnehmer. Die fahren ja auch, wie sie wollen. Wie die Bekloppten. Ah, das ist gut, weil hier sind keine Autos. Und irgendwas sollen wir vom Hotel, sollen wir alle Dinger runterballern? Ich meine, ich muss den Fall sowieso nochmal spielen. Ich werde dann gleich, bevor ich den Fall neu starte, werde ich doch dann einmal gucken, wie man die Trophäe genau bekommt. Damit ich das dann nicht verpasse oder sowas. Vorsicht. So. Annette's Appartement. Um 19:16 Uhr mittlerweile schon. Es wird immer später. Chauffeurdienst. Eskortiere Heather Swanson zu Annette's Apartment, ohne dein Fahrzeug zu beschädigen. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Nein. LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Warum ist er so nervös? Vielleicht weiß er ja, was hier vor sich geht. Aber ich meine, solange die Leute zahlen dafür, dass sie hier wohnen, den Lift. Wo ist denn hier der Lift? Er hat eigentlich, ich glaube, er hat in die Richtung gezeigt, ne? Aber wo ist denn hier der Lift? Wo ist denn der? Lift! You can take the lift. Ja, wenn ich ihn mal finden würde. Kannst du bitte mal aus dem Weg gehen? Ihr beide. Weg da. Ach, hier. Ey, das ist ja... Die sind aber auch gut getarnt hier. Die sehen aus wie normale Türen. So, wollt ihr rein oder ihr könnt von mir aus auch die Treppe nehmen, ist mir egal, aber... Well, isn't this just nice and awkward? Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, Put get your out. hands in the air! Put the hands in the air like you don't care. Nein, runter! Komm schon, Fabs. Streng dich an. Give it up! LAPD! Kann ich jetzt nicht einfach... Och, Leute. Wenn mich jetzt hier... Oh, was ist denn das für ein Schneckenrennen hier? Guck mal, wenn er jetzt clever wäre, hätte er einfach das Brett runtergekickt. Wahrscheinlich kriege ich gleich... Fabs. Das ist doch... Oh, ja. Ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich wieder einen aufs Maul.
Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Wieso wurde das dann jetzt geskippt? Ich hätte mich gern mit ihm angelegt ein bisschen. Hätte ihm gerne mal ein paar verpasst. Aber okay. So, dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um hier in der Gegend. Was haben wir denn hier? Bum, 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 bum. Optimistic, Cole. I don't think so. Es ist bisher nicht das, was man sich so wünscht, so. Da ist auch nix. Auch nix. So, hier irgendwas? Ah, hier ist was. Was haben wir denn da? Unwichtig. Oh, okay. Kann man hier irgendwie... Kleiner Balkon. Wie? Da ist doch hier. Was hast du denn da im Koffer drin? Für Sachen. Ah, okay. Schon für die Reise gepackt. Was haben wir denn hier? Eine Uhr? Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Na, ob das so die Wahrheit ist? Glaubt ihr sowieso nichts. Was ist dieses Ticket nach Mexico City? Da haben wir ja schon von gehört. Das hat er ja da in diesem einen Laden gekauft. Im Reisebüro. You told Heather you're honeymooning without her? Das war schon alles. Ja, dann lass mal hören. Professioneller Einbruchsring. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ich habe keine Dings mehr. Ich meine, ich muss ja wahrscheinlich sowieso nochmal komplett durch. Also ist ja sowieso klar, aber... Liste mit Objekten, mit denen nicht gehandelt werden darf. Deckt 12 Monate ab. Vielleicht ist das ja das. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich ja diese Liste und da... Ist das... Ich meine, eigentlich ja, das ist ein wichtiger Hinweis gewesen. Wir sollten deswegen auch extra ins Revier. Das wäre ja blöd, wenn das jetzt nicht irgendwie... Ich nehme das jetzt einfach... Ich kann halt keine Intuition mehr benutzen. I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ich krieg bei dem Kerl einfach nichts gebacken. Überhaupt nichts. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Ist auch schon wieder...
Das freue ich mich gleich, das nochmal neu zu machen, nochmal vernünftig. Das ist so frustrierend. Ach komm, ich mal auf Viereck, was soll's. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Okay, ich hab sowieso alles verkehrt. Das ist ja sowieso egal. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Ich habe keine Ahnung, ey, ganz ehrlich, ich habe eh verkackt. You're off the hook. Was soll's, wir machen die ganze Befragung nochmal. Ich mache jetzt Viereck, ist wahrscheinlich falsch, aber... Ja. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful and so goddamn cold. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Ich krieg den Kerl einfach nicht im Griff, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe eine von 6 Fragen richtig oder so bei ihm. Na gut, dann mal auf zu Dr. Stoneman. Ich bin so frustriert, ne? Holy shit, das ist so scheiße gelaufen hier alles. Bringen wir es einfach zu Ende. Komm, erlöse mich bitte einfach. Ja, dann... Oh, steig doch bitte einfach in den Wagen ein. Was ist dein Problem? Hampel da nicht so rum. Greif das... Ja, dann nimm. Ja, jetzt, komm, ja. Und mit solchen Leuten musst du hier den Fall bestreiten, weißt du? Da kannst du ja nur verlieren. Was ein Hampelmann. Junge, was ist mit dir nicht richtig? So, kannst du bitte jetzt einfach weiterfahren? You know the way. You can drive. Steig rechts ein, meinetwegen, komm. Dann, ja, komm, ist sicherer. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. So, wo war das jetzt nochmal? Ach, wir können in den Lift hier gehen, ne? Wir können in den Aufzug. Er ist also Mr. Henderson. Jetzt müssen wir nochmal verhören und dann gibt es wieder Möglichkeiten, dass ich verkacke. Es ist so ein grottenschlechter Fall von mir. Ich bin aber eigentlich auch nicht mehr so ganz da. Ich bin vielleicht auch einfach zu müde. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich das aber auch verkackt, wenn ich noch wacher gewesen wäre. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in.
I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Didn't see that coming. God. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, er hat mit seinem Leben irgendwie gewissermaßen schon abgeschlossen, deswegen sagt er auch, schmeiße den Schlüssel weg, ist mir egal, ich will niemanden mehr sehen. Weil er einfach nicht das, ja, er hat einfach, seine Liebe wurde einfach nicht erwidert und das hat ihn fertig gemacht. Naja, telefonieren mal. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Oh, der Willy. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Das machen wir. Das ist ein ultra langer Fall. Umso trauriger ist es, dass das jetzt alles so ein bisschen blöd gelaufen ist mit den... That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful, Roy. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Ja, es ist ein geiles Spiel, wo du auch ein bisschen überlegen musst, was du antwortest, etc. Thank God I didn't park there. Und sonst wäre es deine Karre gewesen, ne? Ja. Aber man hat halt immer diesen gewissen Druck, dass man die Sachen richtig beantworten muss. Und ich bin dann immer sehr frustriert, wenn ich das nicht hinkriege. Und das zieht sich dann leider durch den gesamten Fall so ein bisschen. Deswegen habe ich am Ende jetzt auch nicht mehr die Energie gehabt, da irgendwie zu gucken, dass ich das richtig beantworte. Ich habe einfach jetzt... Hab nicht so lange überlegt, wie ich hätte müssen vielleicht. Ich habe einfach den schnellen Weg gewählt. Und deswegen war es auch folgerichtig, dass ich da auch gar nichts richtig beantwortet habe. Naja. So, warte mal kurz. Ich mach mal die Musik aus, die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Wir werden ihn jetzt noch einmal befragen und dann war's das. Der hat den anderen Kerl da wahrscheinlich umgebracht. Willys Apartment um 1 Uhr morgens. Es wird immer später. Das ist eine richtige Nachtschicht. Hey, das deckt sich fast mit meiner echten Zeit.
He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this, the kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Cremefarbene Jacke. He wouldn't be that way. Ja, warte. Gehen hier lang. Wait. Pull. Oh. Ja. Die machen einen das auch wirklich einfach. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Verdammte Scheiße! Ist er da hochgeklettert? Okay. Gut, ich folge dir. Wenigstens mal einer, der mir nicht ins Gesicht tritt. Kann ich den nicht jetzt schon abballern hier? Meine Fresse, immer dieses... Wir können ihn doch einfach mal ins Bein schießen oder so. Komm, Roy, gib Gas. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss den Fall gleich nochmal komplett wiederholen, beziehungsweise ich glaube, das mache ich, nachdem ich geschlafen habe. Das ist dann doch ein bisschen zu lang hier. Aber der Roy ist ja extrem motiviert hier. Ich habe noch nie gesehen, dass er so vorausgelaufen ist. Soll ich jetzt hier... Okay. Die letzten Meter will er dann doch wieder nicht gehen. Das ist wieder typisch. So. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder einen in die Fresse, oder was? Ja, genau hier hinter. Warte mal. Ich gehe mal von hier. Dann kann er mir keine reinballern, oder? Ne, wo ist er denn? Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Warte mal, ich hau die jetzt alle weg hier. Die ganzen Sachen. Boom, 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 boom. Boom, für die Trophäe. Ha, schöne Grüße. Bye bye. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randalls' folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. 8 Millionen Stories. Ja, war natürlich ein bisschen... Immer noch 4 Sterne. Ja, ist natürlich gar nicht so verkehrt, aber ich bin immer so... Ich lasse mich immer viel zu leicht runterziehen von sowas. Wenn ich merke, okay, die ersten 2 Fragen sind schon falsch oder auch die erste Frage ist direkt falsch, denn das zieht mich immer so dermaßen runter und das ist dann immer schwierig, weil du dann in dem Moment eigentlich schon weißt, ey, das wird nichts mehr auf 5 Sterne und dann geht auch ein bisschen was von meiner Motivation flöten. Das ist immer ein bisschen traurig, aber so ist das halt. So, was habe ich denn... Da fehlt mir jetzt nur eine noch, ne? Richtig? Oder fehlen mir doch 2 Trophäen? Ne, eine fehlt noch. Und das ist nur die mit... Beschatte Henry Arnett vom Hollywood-Revier zum Pfandleiher und Reisebüro, ohne entdeckt zu werden. Wahrscheinlich muss man das wirklich First Try machen, oder was? Und das wäre echt... Das wäre schon krass, weil du musst da erstmal hinkommen. Das dauert ja auch. Gut, wenn du alles überspringst und so weiter, bist du dann natürlich schneller als ich jetzt hier. Aber gut. Ich würde sagen, ich starte den Fall nochmal und dann zeige ich euch nochmal die richtigen Antworten überall und
dann hole ich natürlich auch noch diese Trophäe, aber ich gucke erstmal, was man da am besten macht. Ich gucke einfach mal im Trophäenforum, was da so steht. Aber warte mal, vielleicht gibt es ja hier wieder ein Cutscene oder irgendwas. Wir gucken mal. Jetzt, wo der Doktor tot ist, weiß nur noch Arnett, wie vernarrt er in Miss Randall war. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. So, einen Tag später, zumindest für mich, geht es jetzt hier weiter. Und wir fangen direkt mal an mit der ersten Frage, die ich falsch hatte. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Und das ist eine Lüge. What are you hiding here, Mrs. Reynoldsson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Und ich glaube, ich hatte hier diese... Ich weiß nicht, ob ich die benutzt hatte oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall sind es die Schlaftabletten. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Ich denke schon. Dann befragen wir doch mal wieder Henry Arnett. Da habe ich ja überhaupt nicht geglänzt. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Ja, wirklich sehr terrible. So, ich zeige euch einfach alles nochmal. Ich weiß nicht, welche Frage ich richtig beantwortet hatte, aber im Endeffekt war ich bei ihm immer schlecht, deswegen, ja. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. He's asking whether you banged her in a chuck-on-the-shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private? Heather won't have to know? Yes. We had relations. Ach ja. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Das hatte ich auf jeden Fall falsch, denn das ist eine Lüge. Henry, I don't like when people lie to me.
She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, Detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. Ja, und da war ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte überlegt, ob ich hier die Aussage des Hausmädchens nehmen soll. Aber ich dachte mir, vielleicht kennt er sie ja nicht, aber naja, er war ja befreundet mit Julia, deswegen ist es eigentlich logisch, dass er auch das Hausmädchen kennt und ja. That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get some from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. Do you think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julia Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Need a drink. I got the jitters again. Ja, das ist wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass er die Wahrheit gesagt hat. Mit seiner Karte hier, dass er im Modegeschäft ist. Ansonsten, ja. Eher nicht so. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. So, jetzt müssen wir ihn verfolgen. Ich wollte gerade schon einen Cut setzen, habe ich auch, aber dann ist mir eingefallen, ich muss ja auch noch weiter verfolgen für die eine Trophäe. Denn er darf uns ja nicht bemerken. Die ganze Zeit über nicht. Jetzt in der Passage nicht, aber auch in der nächsten nicht. Und das ist, glaube ich, somit das Schwerste überhaupt in diesem Fall. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Verfolgungsjagd zu Fuß, vor der Beschattung. Aber keine Ahnung, es muss ja irgendwie klappen. Immer schön in Ruhe verfolgen, aber das ist ja nicht so wirklich das Problem. Da bin ich ja auch nicht aufgefallen, aber wenn man jemanden mit dem Auto verfolgt in LA Noire, ist das auch nicht schwierig. Aber die Fußverfolgung ist gar nicht so einfach, weil er sich ja auch oft umdreht und sowas und gerade mit dieser einen Kreuzung... Gut, er hat uns ja nicht bemerkt. Wenn er blinkt, das heißt ja nicht, dass er uns bemerkt hat, ne? Es wäre echt bitter, wenn ich das jetzt nicht direkt schaffen sollte, weil dann muss ich den Fall, glaube ich, nochmal spielen und das wäre halt irgendwie, ja... Immer schön weiter verfolgen. That idiot never stepped foot in Okinawa. Ich glaube, hier war es, ne? Hier so? Ja, die Palmen, ich erinnere mich. Das ist ja genau dieser Spot. Jetzt fährt er rechts ran und dann... Oder? Ja. Da sind wir. Ich skippe das schon mal. Move in. Can't risk losing the trail. Und jetzt geht's ins Eingemachte.
Ich muss wirklich aufpassen. Schnell dahinter, schnell dahinter, schnell dahinter. Shit, ich muss da jetzt ganz schnell dahinter, bevor er sich umdreht. Aber ich gehe, glaube ich, hier einmal Zwischenstopp. Vorsicht, 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 Vorsicht. Jetzt hat er sich gerade umgedreht. Jetzt schnell inkognito. Jetzt wird er sich nochmal umdrehen. Sieht mich natürlich nicht, weil ich ins Schaufenster gucke. Es ist so... Jetzt warte ich kurz, bis er rüber geht. Vorsicht, der könnte jetzt hier nochmal schauen. Hier nochmal Inkognito nutzen. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Inkognito. Und ich glaube, jetzt bin ich relativ safe. Ich habe mir nämlich ein Video angeguckt, da ist er hier auf der Seite immer gelaufen. Okay, jetzt muss ich da ganz schnell rüber. Okay, jetzt sieht er mich ja auch nicht. Ich darf das jetzt echt nicht verkacken. Ich habe ihn im Blick. Und jetzt geht er da rein. Und das müsste es sein. War eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss halt erstmal wissen, wie man das macht. Falsche 50er. Perfekt. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. So, und ich glaube, jetzt gibt es auch diesen Funkspruch, oder? Den ich eben leider geskippt habe. Go ahead, KGPL. 11K, go to Hollywood Station. Homicide detectives Bukowski and Galloway have information relating to the Randall case. Roger, KGPL. 11K, en route. Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King, go ahead. R&I reports the last arresting officer for DOA Jimmy LeBlanc was Patrolman Fred Wallace, who's working a shift on Hollywood 9th Beat, Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Car 11K, en route. Ah, okay, es ist also nur eine alternative Möglichkeit, an die Info zu kommen. Jetzt hätte man theoretisch telefonieren können, das habe ich ja eben gemacht und jetzt habe ich euch mal die andere Variante gezeigt, wo man hier einfach nur den Polizeifunk hier einfach nur benutzt. Also gibt es hier zwei Arten, wie man da an diese Info kommt. Das ist auch gut, das habe ich euch beide Varianten gezeigt, das ist doch in Ordnung. Jetzt fehlt nur noch die zweite Befragung von Henry und ja, bringen wir es hinter uns. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was ich hier geantwortet habe. Wahrscheinlich Viereck, böser Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine Lüge. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? So, und da soll man das Zigarettenetui nehmen. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties and find out where and when and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Ja, hätte ich vielleicht auch alleine drauf kommen können, wenn ich ein bisschen wacher gewesen wäre, aber keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht als Ausrede benutzen. Es war einfach
Ich war einfach kacke. So, Motiv für Randall-Mord. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was gonna create a new gang. Und auch das ist eine Lüge. You're lying, Arnett. I think you ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? Naja, aber du hast ja dieses Ticket. Wo ist denn das Ticket? Ticket. Da, Zugticket. Zugticket nach Mexico City gekauft von Henry Arnett. Wieso würdest du denn dieses Ticket sonst kaufen? Auch, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Have you told Miss Swanson that you're leaving for Mexico City tomorrow night? That it's a one-way ticket? Henry? Tell me it isn't true. I had no choice. I wanted to marry Heather. I told Julia I wanted out, and she laughed in my face. I had to pay Willie and Jimmy a fortune to do her, and now I'm completely broke. What you are, Buster, is under arrest. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Sie sagt so, ich bin auf deiner Seite, wenn du nur die Wahrheit sagst, und er wagt es immer noch zu lügen. Das ist Wahnsinn. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Oh ja, don't keep a list of these things, Mann. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Die Liste mit Hehlerware. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Das fühlt sich gut an. Der Typ war mir so ein Dorn im Auge. Ach, schön. Was wird das hier schon wieder, Roy? So, jetzt fehlt nur noch die Verfolgungsjagd von Willie, und die packe ich euch auch nochmal komplett hier rein. Ist immer schön, wenn man den Fall dann auch wirklich nochmal abschließt, dann auch. Mit der finalen Aufgabe. Und schon wieder jetzt Roy so motiviert. Das gibt's doch gar nicht. Roy, lass mich vorher hoch. Nein! Ich will nicht immer an deinem Hintern schnuppern. Mann, lass mich vor. Lass mich rein! Ich will vor! Hä? Ich schaff's einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. So, jetzt klettert er ja da hoch. Yep. Diesmal kill ich ihn einfach. Okay, das geht gar nicht. Ich dachte, man kann ihn jetzt schon mal abkriegen. Guck mal, wie viel der in den Rücken kriegt. Was stimmt mit dem Kerl nicht? Bam, Headshot. Son of a bitch really picked this spot for it. So, und damit wäre dieser Fall geschafft. Ich bin froh, dass ich das korrigieren konnte. Gerade, ich habe ja echt 6 Fragen falsch beantwortet. Julia Randall lebte wild, starb jung, brachte einen Mann ins Gefängnis und 3 ins Leichenschauhaus. Case closed.